Hallo liebe Freunde, mein Name ist Robert vom Rabenstein und ich möchte euch begrüßen zu meinem neuen Video. Heute habe ich mir überlegt, ich möchte gerne etwas schnitzen und ja, da das Wetter nicht so toll ist, habe ich mir überlegt, mache ich heute mal zu Hause in den eigenen gemütlichen vier Wänden. Ja, ich möchte dazu gerne dieses Stück Holz bearbeiten, das zeige ich euch gleich nochmal genauer und habe mir dazu die folgenden Werkzeuge mitgenommen. Zuerst einmal möchte ich aber einen Schluck Tee trinken. Heiß. Na dann, auf gutes Gelingen. Für die Bearbeitung von meinem Stück Holz habe ich mir hier noch ein paar Handschuhe mitgenommen und ganz wichtig, ein neues Taschenmesser. Ich habe mir hier ein Taschenmesser von Victorinox besorgt. Das ist das Forster und das kommt mit ziemlich vielen schönen scharfen Werkzeugen, um verschiedene Sachen an Holzstücken zu machen. Ja, hier sind noch alle Tools ausgeklappt. Wie ihr sehen könnt, großes Messer. Hier ein Öffner, auch vorne angeschärft. Ein Haken, um Sachen rauszuheben. Ein Korkenzieher, spitz. Auch hiermit kann man kleine Löcher machen. Eine Schere ist mit dran, eine Säge, kleine Klinge. Und ja, auch das ist ein Werkzeug zum Öffnen von Bierflaschen und auch vorne leicht angeschärft. Also ein gutes Tool für ziemlich viele Sachen, denke ich. Ein Herrenwerkzeug und ich benutze es hier für Holzbearbeitung. Ein Holzstück ist hier, das habe ich so im Wald gefunden. Das ist ziemlich interessant, weil es hat schon so eine natürliche Form wie ein Pfannenheber oder Löffel und ich habe auch Lust, sowas daraus zu fertigen. Mal schauen, was es wird.
Ja, liebe Freunde, am Ende, ihr wisst es, ihr habt es schon mitbekommen, konnte ich gar nicht so oft meinen Forester einsetzen, weil einfach, das geht für feine Sachen natürlich sehr gut, weil dafür ist die Klinge gut. Aber ich hatte hier ein extrem hartes Holz. Also richtig hartes Holz. Es ist kein gutes Schnitzholz, habe ich gemerkt. Da bräuchte ich wahrscheinlich eher sowas wie Kiefer. Die kann man besser schnitzen. Ich habe es hinbekommen, aber das war ein riesen Aufwand. Also gerade hier hinten, da war ein fettes Astloch und das war richtig dick geknubbelt. Das war extrem schwer abzutragen. Da habe ich ewig gebraucht. Ja, also mit dem Forester konnte ich jetzt so die Feinheiten noch ein bisschen nachbearbeiten. Damit geht es schön. Aber für das Große habe ich tatsächlich eher andere Messer benutzt. Und zwar eher mein Hultafors, mein OK4, das ging gut. Das habe ich zwischendrin mal angeschliffen, damit es wieder einsatzbereit war. Und was auch gut ging, war das Fellkneifen F1. Feines Teil. Ich habe es auch ein bisschen mit dem Kukri probiert, aber das ist schon eher nischig, weil man hat zwar Gefühl, aber das ist jetzt nicht so mega gut. Es hat halt immer die Rundung, das Kukri, und damit kann ich nicht so richtig fein schneiden. Naja, jedenfalls, das ist mein Pfannenwender. Ja, ich habe mir vorgenommen, ich werde das hier noch ein bisschen schleifen. Dazu einfach ein Stück Sandpapier. Und werde damit die Unebenheiten noch ein bisschen ausgleichen. Ja, soweit zu meinem Pfannenwender. Das war jetzt mein erstes größeres Schnitzprojekt. Ich habe direkt ein viel zu festes Holz genommen. Ich glaube, das war Weide. Nee, Weide war es nicht. Ich weiß nicht, irgendwas in Prag habe ich da gefunden. Das Stück habe ich erzählt. Ja, das war super hart. Hat keinen Spaß gemacht, das wirklich zu schnitzen, weil einfach alles unglaublich schwer zu tun war. Nach dem Abschleifen finde ich es jetzt richtig schön. Es fühlt sich gut an. Ich werde es einfach ein bisschen ausprobieren, ob es mir gefällt. Kann es noch nachbearbeiten. Ich werde es auch noch nicht einölen oder beizen, weil ich will das vielleicht noch ein bisschen verändern, so wie mir es halt gefällt. Werde vielleicht auch noch ein kleines Branding reinmachen, habe ich mir überlegt. Für Sachen, die ich selber gebaut habe, wäre das eigentlich ziemlich schön. Ja, soweit von mir und meinem kleinen Pfannenwender. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Lasst es euch gut gehen. Euer Robert vom Rabenstein.